Hey Leute, willkommen zum zweiten Teil von Mario und Luigi. Heute zeige ich euch, wie ich Luigi fertig gepaintet habe. Also bleibt dran. Luigi unterscheidet sich nicht großartig von Mario, also die Technik ist die gleiche. Ich habe alle Teile schwarz grundiert, das konntet ihr am Anfang sehen, und danach habe ich weiß drüber gepaintet. Wie ich es gemacht habe, könnt ihr im ersten Teil von Mario sehen. Da habe ich es genau erklärt. Ich verlinke euch nochmal das Ganze zum Schluss auf der Endcard, falls ihr es nochmal euch anschauen wollt. Danach habe ich dieses Deep Blue von Army Painter genommen und habe damit die Latzhose gemacht. Die Vorarbeit ist hier wichtig. Achtet darauf, dass wenn ihr die Hose dann blau bemalt, dass ihr genug noch Schattierungen drinne gelassen habt. Das gibt dann eine bessere Struktur auf der Hose. Sieht das Ganze ein bisschen, ich sag mal, echter aus. Danach habe ich dieses Green Goblin von Army Painter genommen und habe damit dann das Hemd gemacht und später dann auch die Mütze. Und wie im letzten Video schon erwähnt, tut euch selber den Gefallen und macht es nicht so wie ich. Benutzt einen Pinsel mit der Airbrush-Pistole, dann malt ihr nur die Ränder über und dann müsst ihr im Nachhinein alles wieder mit Blau ausbessern. Das musste ich machen. Also lieber ein Pinsel, dann kommt ihr besser an den Rändern an und malt nicht über. Es sei denn, euch ist das egal, dann gebt Gas. Bei dem Ärmel, wo die Hand noch drauf ist, habe ich versucht, die Hand nicht drüber zu bemalen. Weil Weiß ist immer eine sehr schwierige Farbe, deckend zu bemalen. Das heißt, wenn dann vorher Grün drauf ist oder so, wird es schwieriger. Deswegen einmal drumherum gemalt und danach, oder beziehungsweise dann später, habe ich Weiß drüber gemacht. Das gleiche bei der Mütze auch, da habe ich versucht, um das Logo vorne, was ja eigentlich weiß ist, drumherum zu painten. Das fällt einem dann einfacher, später das Logo in weiß zu bemalen, da das Weiß dann sofort deckt und man nicht irgendwie dreimal drüber malen muss, bis es abgedeckt ist. Die Hosenträger von der Latzhose habe ich dann mit einem dünnen Pinsel und dem gleichen Deep Blue, wie ich die Hose gemacht habe, einmal angemalt. Die Stellen, die ich dann noch versaut habe, die habe ich dann noch drüber gemalt. Das geht ganz gut mit Blau. Es deckt gut ab. Ist also nicht so das Problem, falls ihr mal drüber malen solltet. Als nächstes habe ich das Kontrast Orc Flash von Citadel genommen. Damit habe ich noch einen verschiedenen Grünton in das Hemd eingearbeitet. Das sieht einfach lebendiger aus, sage ich dann mal. Das Ganze habe ich dann beim gesamten Hemd und bei der Mütze gemacht. Kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr Oberkörper und Arme separat habt, tut die vorher zusammen und guckt, wie die Schattierungen dann fallen und sprüht dann einmal so, dass es einen vernünftigen Übergang ergibt. Wenn ihr das nicht macht und jedes Teil einzeln bearbeitet und es später dann zusammentut, kann es sein, dass es dann auffällt. Dann hat man plötzlich viel mehr Schattierung oben an der Schulter als am Arm. So sollte man das vorher schon machen. Und dann kam der Pimpel von Luigi. Ich habe bis jetzt noch nie einen Pimpel bemalt. Also habe ich mich entschieden, dieses Naranja Alemann von Vallejo zu nehmen. So eine Art Hautton, etwas rötlicher. Oh, geht eher so ins Orange. So ungefähr.
kam dem Ganzen schon ziemlich nahe. Aber mir irgendwie noch zu hell. Also habe ich entschieden, von Citadel Akrax Earthshade zu benutzen. Was für ein Zungenbrecher. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ihr seht das Teil ja im Video. Auf alle Fälle ist das so ein bräunlich. Ich wollte es ja leicht dunkler haben, also habe ich das einfach mal ausprobiert. Und ich muss zugestehen, das trifft es echt gut. Den Stab, den Luigi hält, habe ich mit so einem Lederbraun von Army Painter bemalt. Man kann auch jedes andere Braun dafür verwenden, muss nicht genau das sein. Als ich das dann fertig habe, habe ich dann noch mit Schwarz drüber gebrusht, damit so eine leichte Holzstruktur zu sehen ist, beziehungsweise dass es wie Holz aussieht. Den Knopf von Luigi habe ich einfach in Gold bemalt. Nichts Besonderes. Nimmt irgendeine Goldfarbe und dann vorsichtig mit einem kleinen Pinsel darüber malen. Dann ging es schon ans Gesicht. Bart, Haare und Augenbrauen habe ich alle mit einem Vallejo-Braun bemalt. Das deckt echt sehr gut ab. Lasst euch bei dem Schritt echt Zeit, sage ich immer wieder. Das sieht zwar in dem Video sehr schnell aus, aber es dauert elendig lange. Hier seht ihr, welche Farben ich verwendet habe, um das Augenweiß hinzubekommen. Also ich habe das Ash Grey von Army Painter mit dem Weiß von Vallejo zusammen gemischt. Ich finde, ist das Weiß von Vallejo echt das beste Weiß, was ich bis jetzt getestet habe. Es deckt echt gut ab, so nebenbei. Also ich habe viel Weiß genommen und dann ein Tropfen, wirklich nur ein Tropfen vom Grau. Und dann mischt ihr das Ganze zusammen, so dass es sehr, sehr hell wird. Ja, und dann ganz vorsichtig das Augenweiß malen. Also ich mache es immer gerne so, ich male erstmal die Umrisse immer. Da lasse ich mir extrem viel Zeit und wenn ich das dann gemacht habe, dann ist das Innere ja eine Formsache, sag ich mal. Hier habe ich das Crystal Blue nochmal verwendet für die Augen. Das könnt ihr auch wieder im ersten Teil sehen. Da habe ich es gezeigt. Auch hier einmal die Umrisse, dann wieder alles vollflächig ausmalen. Ja, und zum Schluss ganz normal mit Schwarz die Pupillen ausmalen. Und schon sind wir beim Schluss wieder angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ach, bevor ich es vergesse, bleibt bis zum Schluss dran. Dann seht ihr Mario und Luigi zusammen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.